In diesem Video zeige ich dir, wie du bei aufwendigen Polierarbeiten viel Zeit sparen kannst. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico von den Autolackaffen und begrüße dich zu einem neuen Video. Heute mal wieder Level 3 für Profis. Ich will dir nämlich zeigen, wie du beim Polieren, vor allen Dingen bei aufwendigen Polierarbeiten, viel Zeit sparen kannst. Wie wir das machen und was wir dafür brauchen, zeige ich dir jetzt. Ich denke, als Aufbereiter kennst du das Problem, dass du häufig einen Lackzustand zu sehen bekommst, so wie wir ihn hier haben, der nicht nur mit leichten Swirls und Hologrammen zerkratzt ist, sondern auch mit schwereren Kratzern und größeren Defekten. Du kannst natürlich jetzt mit einer Schleifpolitur, einem Lammfell und einem Mikrofaserpad ganz viele Durchgänge fahren und viel Politur auftragen. Das dauert aber meistens relativ lange und ist sehr aufwendig. Um diesen Prozess ein bisschen abzukürzen, kannst du dich der Trocken- oder Nassschleifmittel bedienen. Dadurch können wir im ersten Gang viel Lack abtragen, sparen sehr viel Zeit, weil wir danach nur noch einmal mit der Heavy Cut, also mit einer Schleifpolitur, und dann die nächsten Finish-Schritte machen müssen, ohne einfach viele Durchgänge mit einer Schleifpolitur fahren zu müssen. Warum ist das so? Bei modernen Polituren ist es so, dass sie so formuliert sind, dass du sich zerlegende Schleifkörper hast. Das bedeutet, du hast am Anfang eine sehr hohe Schleifkraft, die im Laufe des Polierens immer weiter abnimmt. Dadurch verlierst du einfach relativ schnell schon nach einem Kreuzstrich gut die Hälfte deiner Abtragskraft, was dazu führt, dass du oft Politur nachlegen musst, um eben wirklich tiefe Defekte komplett zu beseitigen. Dazu kommt, dass du bei der Arbeit mit einem Schleifpad eine sehr schöne Darstellung der Oberfläche hast. Das heißt, du siehst super ohne störende Hologramme im Weg, wie weit du die Kratzer schon beseitigt hast und wo du vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen musst. Bitte vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn du immer über alle laufenden Videos rund um das Thema Autopflege informiert sein möchtest. Drücke auch auf die Glocke, um gleich eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn wir ein neues Video veröffentlichen. Bevor ich jetzt wirklich anfange, schreib mir doch mal bitte in die Kommentare, wie du bislang bei sehr starken Defekten vorgehst, welche Vorgehensweise sich da für dich als Bestes erwiesen hat. Jetzt fangen wir aber an, was brauchen wir dafür? Bevor du anfängst zu polieren, musst du natürlich das Fahrzeug erstmal gründlich waschen und am besten auch so weit es geht dekontaminieren. Das heißt, benutze alle Spezialreiniger, die dir zur Verfügung stehen und die notwendig sind, also Insektenentferner, Flugrostentferner, Teerentferner und natürlich auch eine Lackreinigungsknete. Vor dem Polieren sollte der Lack so sauber und so glatt wie möglich sein, damit du dir nicht deine Polierpads mit dem Ganzen, was auf dem Lack ist, zusetzt. Und bei den Schleifpads, damit du es dir nicht auf das Schleifpad holst und damit ungleichmäßige Kratzer verursachst, die am Ende sehr schwer zu entfernen sind. Im ersten Schritt misst auf jeden Fall die Lackschichtdicke, damit du einfach weißt, ob du noch genug Futter im Lack hast, um auch wirklich tief genug gehen zu können. Das habe ich jetzt hier drüben schon mal gemacht. Wir haben hier weit über 300 μ, der wurde schon mal nachlackiert und ich weiß auch, dass eine sehr dicke Klarlackschicht drauf ist. Das hat mir der Vorbesitzer gesagt. Das heißt, ich mache mir da gar keine Sorgen. Könnte sogar noch gröber arbeiten, als ich jetzt arbeite. Beim Schleifen benutze ich so eine Feuchtschleifscheiben, da gibt es verschiedene Systeme. Einmal von Mirka die Abralon-Scheiben von 2000 bis 4000 und dann gibt es das 3M Trizac-System, das geht glaube ich bei 1000 oder 1500 los und geht hoch bis 6000. Wir wollen jetzt hier heute mal mit dem Trizac-System arbeiten und einfach mal zeigen, wie man damit arbeitet. Bei den Körnungen, die wir verwenden, musst du dir an sich keine Sorgen machen, dass du sehr viel Lack abnimmst. Sie sind von einer Abtragskraft erstmal gar nicht so viel stärker als eine Schleifpolitur, aber sie halten halt über die komplette Polier- oder Schleifdauer ihre Körnung. Das heißt, ich kann wirklich über einen längeren Prozess polieren und schleifen und muss nicht dauernd Politur nachlegen und arbeite einfach deutlich schneller, wenn ich den Lack erstmal von oben runter nehme und die oxidierten Schichten gleich erstmal abtrage. Dazu kommt noch, dass ich mir meine ganzen Polierpads nicht so voll sauge mit den ganzen oxidierten Lackschichten, die wir erstmal runternehmen, sondern das hier immer relativ zwischendurch ausspülen und ausblasen kann. Für diese Pads verwende ich persönlich die Festool Rotex. Das ist eine Dual-Exzenter, also es bedeutet, ich kann die umschalten zwischen Zwangsantrieb und ohne Zwangsantrieb. Sie hat nur einen sehr kleinen Hub von 3,5 die gibt es bis 5 mm. Ich würde dir auch empfehlen, eine Exzenter bis maximal 9 mm zum Schleifen zu benutzen, weil größere Hübe können bei noch nicht ganz geübter Anwendung einfach Schleifriefen produzieren, die sehr schwer zu entfernen sind. Deswegen arbeite idealerweise mit 5 oder sagen wir mal 3,5 bis 9 mm Hub. Diese Schleifsysteme sind sogenannte Feuchtschleifsysteme, das heißt, sie werden nicht komplett nass benutzt, sondern feucht, also du machst dir die Oberfläche nass, kannst du mit einer Sprühflasche machen oder einfach mit einem nassen Schwamm. Ein kleiner Trick, den ich dir nachher noch zeigen möchte, ist etwas neutrales Shampoo in das Wasser zu geben. Das hat den Vorteil, dass es nicht so schnell abläuft und es beim Schleifen nicht so durchspritzt, weil das Shampoo sich schaumig sozusagen aufschlägt. Ist einfach ein kleiner Trick, funktioniert aber auch genauso gut mit ganz normalem klaren Wasser.
Nach dem Schleifen müssen wir natürlich die Oberfläche auch wieder auf Hochglanz polieren. Dafür kannst du natürlich eine Poliermaschine deiner Wahl nutzen. Ich habe jetzt hier einmal eine Rotationspoliermaschine und eine Exzenter-Poliermaschine. Geh damit so vor, wie du es gerne möchtest, womit du am besten klarkommst. Natürlich, passend zur Poliermaschine brauchst du auch verschiedene Pads. Je nachdem, wie stark du schleifst, brauchst du vielleicht ein Lammfell und ein Mikrofaserpad oder aber normale Schaumstoffpads in verschiedenen Härten für die Schleif- bis Hochglanzpolitur. Zum Thema Stärke, wir arbeiten jetzt hier wie gesagt mit 3000er 3M oder 4000er Abralon. Da kann ich mir die Nachbearbeitung mit einem Mikrofaserpad sparen, weil die Schleifriefen einfach nicht so tief sind. Wenn man wirklich einen sehr stark oxidierten Lack hat, einen sehr stark zerkratzten Lack, wo man richtig viel runternehmen muss, kann man auch mit einem 2000er schleifen oder mit einem 3000er Abralon zum Beispiel. Dann ist es aber wirklich sinnvoll, wenn du nicht nochmal nachschleifen möchtest mit einer 4 oder 6000er, dass du dann mit einem Mikrofaser oder Lammfell nochmal rangehst. Es ist definitiv kein Muss, so zu arbeiten. Du kannst auch nur mit Politur und Polierpads arbeiten, so wie du es gewohnt bist. Aber wir haben einfach die Erfahrung gemacht, bei stark verkratzten Lacken, insbesondere wenn ich tiefe isolierte Kratzer habe, geht es einfach schneller mit einem Schliff als ersten Schritt. Ja, das war es auch schon grob zu unserer Ausstattung, die wir brauchen. Handschuhe sind natürlich auch ganz klar. Und Klebeband, um alle möglichen Kunststoffleisten zu schützen und Gummileisten zu schützen, ist auch soweit klar. Verschiedene Polituren brauchen wir nachher auch. Das ist jetzt auch nicht Thema dieses Videos, sondern es geht hauptsächlich um den Schliff mit den Pads. Und damit würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an. Eine Sache, auf die du wirklich achten musst beim Schleifen, ist, dass du nicht zu nah an Kanten ranschleifst. Also lass da ruhig so 2-3 mm Abstand, weil an Kanten ist der Lack meistens deutlich dünner. Den Bereich habe ich mir natürlich nur abgeklebt zu Anschauungszwecken, um euch dann vorher, nachher zeigen zu können, damit du auch siehst, was hier passiert ist. Das machst du natürlich in deinem normalen Vorgehen nicht. Du kannst hier die Kanten zum Scheinwerfer gerne abkleben, aber wie gesagt, ich würde generell ein bisschen Abstand halten von den Kanten. Bei den Stütztellergrößen ist es so, dass die meisten Schleifpads auf 150 mm ausgerichtet sind. Ich habe jetzt hier einen 125er Teller drauf. Das ist nicht perfekt, ist mir aber lieber als ein zu kleinen Teller, wo ich sehr nah am Rand bin. So habe ich lieber ein bisschen Luft und ich schleife mit dem Ding eh nicht auf Kante, sondern versuche immer eine plane Oberfläche zu haben. Im ersten Schritt sprühe ich mir mein Gleitmittel, mein Wasser sozusagen auf dem Bereich und auch ein bisschen auf mein Polierpad. Ich arbeite meistens so Stufe 2 bis 3, das kommt so ein bisschen auf die Wölbung an und ich beobachte halt die Drehfreudigkeit der Maschine, davon mache ich es abhängig. Wichtig, ohne Zwangsantrieb schleifen, falls du eine Maschine benutzt, die einen Zwangsantrieb einstellbar hat. Gerade wenn du eine Maschine benutzt, die sehr wenig Hub hat, ist es auch relativ normal, dass bei gewölbten Flächen eine ganz, ganz schwache Rotation stattfindet. Das ist auch soweit nicht schlimm. Für den Schleifprozess ist diese Oszillationsbewegung wunderbar und ausreichend. Gerade am Anfang, wenn du noch nicht viel Erfahrung mit dem Schleifen hast, empfehle ich dir regelmäßig nach einem Kreuzstrich zum Beispiel das Ergebnis zu kontrollieren, einfach um zu sehen, wie gleichmäßig und wie tief du schon geschliffen hast. Das macht sich einfach besser, wenn du noch nicht so die große Erfahrung hast. Ich habe auch mal einen Druckluft dabei, damit ich es trocken pusten kann, den Bereich. Hier sehe ich zum Beispiel wunderbar, dass ich hier unten im Bereich der Wölbung nicht super gleichmäßig gearbeitet habe. Das heißt, ich schleife den Bereich nochmal nach. Hier oben provoziere ich es jetzt nicht einfach, weil das Klebeband da ist und ich nicht will, dass sich das jetzt abhebt. Das heißt, das reicht mir jetzt dafür, um euch zu zeigen oder um dir zu zeigen, wie man den Bereich schleift. Wichtig ist auch, dass du jetzt guckst, wenn du in einem Schleifergebnis bist, ob du irgendwo noch Kratzer hast. Das sieht man sehr schön. Ich gucke mal, ob ich hier noch einen finde oder ob wir die komplett entfernt haben. Weil du jetzt wirklich eine matte Oberfläche hast und ein Kratzer, der jetzt noch tiefer drin wäre, der würde sich da drin einfach besser reflektieren. Hier kann man es ganz gut sehen. Ich gucke mal, ob Moos mit der Kamera raufkriegt. Du hast hier einen Kratzer, der fängt hier an und geht so ein bisschen in den Schleifbereich rein und dann siehst du, wie er aufhört. Ich weiß nicht, ob du das raufkriegst, der ist ganz fein. Hier siehst du es auch.
Ja, genau da drin ist und dann raus ist. Zwischendurch mache ich immer mal eine Kontrollmessung. Mit so einem handelsüblichen, sage ich mal, nicht allzu teuren Messgerät ist der Abtrag hier gar nicht messbar. Also er liegt irgendwo unter 10, also unter 5 μ, gehe ich von aus. Es geht nur darum, Überblick zu behalten, ob ich irgendwann mal einen kritischen Bereich komme, aber davon sind wir ganz weit weg. Wichtig ist, dass du dir jetzt, wie gesagt, die Kratzer isoliert raussuchst, die du noch nicht erwischt hast, dir ungefähr die Position merkst und entweder alles nochmal schleifst, wenn du das Gefühl hast, das reicht noch nicht, oder zumindest die Bereiche, die noch nicht so gleichmäßig waren. Bei mir ist es wirklich jetzt so, da wo ich jetzt hier auch in den Bahnen nicht so viel abgetragen habe, also nicht gleichmäßig geschliffen habe, auf der Höhe habe ich noch ein paar Kratzer, dazwischen sind sie alle weg, deswegen gehe ich jetzt hier die Bahn nochmal grob lang und arbeite da nochmal nach. Natürlich gehört zu dem Prozess ein bisschen Übung, ne? Weil ich setze jetzt hier immer mal wieder an und kann ungefähr einschätzen, wie viel habe ich in dem Bereich schon geschliffen. Für die ersten paar Male, in dem ihr übt, holt euch auf jeden Fall eine Testhaube und nehmt vielleicht mal eine 6000er Scheibe, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gleichmäßig muss ich fahren, um so ein Schleifergebnis hinzubekommen. Klar, es ist jetzt hier nicht optimal mit den Klebebändern, da kann ich nicht so schön an den Rand fahren. Da habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wenn das jetzt bei einer normalen Arbeit eine Kante wäre wie hier, dann würde ich da auch nicht viel näher ranfahren. Dann kannst du mit einem kleinen Nassschleifblock einfach weiterarbeiten und die Kanten nochmal abarbeiten. Oder du lässt es so, polierst hoch und gehst dann da bei der Schleifpolitur halt ein bisschen genauer ran. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Erfahrung du auch hast. Gerade am Anfang rate ich dir, meide die Kanten ein bisschen und nimm dir einfach Zeit, das wirklich zu trainieren und zu üben, weil irgendwann bekommst du die Erfahrung, um solche Bereiche auch zu bearbeiten. Der nächste Schritt nach dem Schliff ist jetzt natürlich das Hochpolieren. Dafür nehme ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal ein Schaumstoffpad, kein Mikrofaser oder kein Lammfell, einfach weil ich die Lackstruktur sehen möchte. Ne? Also wenn ich jetzt hochpoliere, auch wenn der Cut vielleicht nicht reichen mag bei gröberem Schliff, will ich erstmal sehen, wie schön habe ich denn eigentlich hier geschliffen und nicht mir das alles wieder mit Hologramm und Haze verdecken. Ich fange jetzt hier natürlich mit der Schleifpolitur an. Wie man die genau anwendet, blenden wir euch hier oben in dem Video ein. Boah, Junge. Wir sind jetzt soweit fertig. Zusammenfassend nochmal die Schritte, wie ich sie dir empfehlen würde. Als allererstes haben wir feucht geschliffen mit einem 3M Trizac-System, 3000er. Insgesamt würde ich sagen so 1,5 Schleifgänge, weil wir haben einmal vorgeschliffen und dann nochmal die Bereiche bearbeitet, die ich nicht ganz getroffen habe. Im nächsten Schritt habe ich erst einmal mit einer Heavy Cut und einem Schaumstoffpad und einer Exzenter in diesem Fall mir die Schleifspuren weggenommen, habe dann aber gesehen nach einem Kreuzstrich, dass ich nochmal nacharbeiten muss. Dafür habe ich dann eine Rota genommen, habe weiterhin ein Schaumstoffpad genommen, bin noch einmal mit der Rota über die Oberfläche gegangen und dann im letzten Schritt mit der Perfect Finish von Sonax einfach eine Hochglanzpolitur zu fahren. Insgesamt bin ich mit diesem Vorgehen auf jeden Fall schneller, zumal VW ja dafür bekannt ist, dass sie einen sehr harten Lack haben. Und dafür haben wir jetzt hier wirklich eine 99% defektfreie Oberfläche hinbekommen. Ich habe hier 2 Kratzer drauf, die haben wir gerade versucht einzufangen. Die kriege ich nicht mal eingefangen, aber sie sind auch ganz leicht drin. Die könnte man natürlich jetzt nochmal punktuell nachbearbeiten, aber für dieses Verfahren sind wir jetzt hier auf jeden Fall bei 99%. Ich nehme jetzt nochmal das ganze Klebeband ab, mache einmal die Haube sauber und dann sehen wir uns nochmal wieder. Wie gesagt, für mich ist es auf jeden Fall eine Zeitersparnis. Probier einfach mal aus, ob du mit der Methode klarkommst und vielleicht ein bisschen Zeit sparen kannst. Schreib doch mal gerne in die Kommentare, ob du schon Erfahrung mit dem Feuchtschliff gemacht hast und ob das für dich eine Option ist, anstatt viele Gänge Heavy Cut zu fahren. Ich bedanke mich bei dir wie immer fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass bitte einen Daumen hoch da und vergiss nicht, uns zu abonnieren. Folge uns auch auf den anderen Kanälen Facebook und Instagram und dann bist du immer informiert, was bei uns Neues passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bleib sauber, dein Hoffmann.